Die Tour startete in Dettenhausen und führte mich über den Buchenhof Richtung Waldenbuch. Am Horizont der Ortsteil Kalkofen. Durch das Industriegebiet Bonholz ging es nun auf der Höhe Richtung Glashütte. Links im Tal ist der Altstadtkern von Waldenbuch, in der Mitte Kalkofen und rechts der Ortsteil Liebenau. Hinunter zum Ortsteil Glashütte und weiter zum Wanderweg Richtung Burkhardsmühle. Von der Burkhardsmühle ging es dann hoch nach Plattenhardt. Hinter Plattenhardt ging es dann durch den Wald zum Uhlbergturm. Seit nunmehr 60 Jahren steht der in Massivbauweise erstellte Aussichtsturm als weithin sichtbare Landmarke auf dem Uhlberg. Für viele Menschen, besonders Familien mit Kindern, ist der Turm ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist ein Anziehungspunkt, an dem jeder Ruhe und auch Geselligkeit finden kann. Über Generationen ist er ein wichtiger Treffpunkt in der Region. Seit über 100 Jahren gibt es auf dem Uhlberg diesen einmaligen Aussichtspunkt. Vom Uhlbergturm ging es dann weiter in den alten Ortsteil von Bohnlanden. Hier das Backhaus von Bohnlanden, das im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Gegenüber das alte Rathaus. Über die Filtern am Flughafen vorbei nach Silmingen. Der Flughafen wurde 1936 erbaut. In Scharnhausen ging es zum Aussichtspunkt.
Von dieser Aussichtsplattform hat man einen wunderschönen Blick Richtung Stuttgart, linker Seite und rechts nach Esslingen. Durch das Kirchtal hoch zum Schloss Hohenheim. Im Jahr 1100 wurde Hohenheim erstmals urkundlich erwähnt. Im Lauf der Jahrhunderte hatte das Gut mehrmals den Besitzer gewechselt, ehe es 1768 an Herzog Karl Eugen fiel. Heute nutzt die Universität Hohenheim große Teile des Schlosses. Hier an der Mensa hat die Freiluftsaison begonnen. Ich überquerte die A8 Richtung Leinfelden-Echterdingen. Von Musberg direkt zur Eselsmühle. Im Sommer 23 ist die Eselsmühle, das alte Gebäude mit Hofladen und Gastro, ausgebrannt. Die Geschäfte gehen im Nebengebäude weiter.
Von Moosberg durch das Siebenmühlental fuhr ich dann nach Waldenbuch. Der alte Bahnhof von Steinenbronn. Danke fürs Folgen. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.